Aber wir gucken jetzt einfach mal. Du hast hier ein Schild. Ja. Kommen wir ficken das Patriarchat. Ja, hallo erstmal. Hi. Ja, dann würde ich doch als erstes mal fragen, wo sind wir hier heute? Ja, wir sind auf der Demo zum feministischen Kampftag. Heute ist der 8. März. Ja. Genau, wir sind in Leipzig. Genau, und du bist hier, weil du... Der Meinung bin, dass wir das Patriarchat ficken sollten. Ja. Und was bedeutet das genau? Ja, es bedeutet, dass wir uns als Menschen, egal welchen Geschlechts, und damit spreche ich explizit auch Männer an, von unseren Rollenbildern befreien dürfen. Von unseren Rollenbildern, was bedeutet dann Rollenbilder? Naja, wenn man sich Spielzeug anguckt oder auch Farben anguckt, ich meine, du siehst das. Ich vereine Pink und Blau, das sind meine Lieblingsfarben, ja, aber trotzdem gibt es halt pinke Hygieneprodukte für Frauen und blaue Hygieneprodukte für Männer und Jungs tragen Hosen und Frauen tragen Röcke und Mädchen spielen mit Puppen und Jungs spielen mit Autos und das ist leider immer noch so, wenn man sich die Spielenwarenabteilung anschaut, ja. Und da werden halt von Anfang an klare Rollenbilder gesetzt, wo man als Person hingehört. Und das ist was Negatives, ja? Ja, das ist was super Negatives, weil das ja nicht interessenorientiert ist. Weil das nicht... Entschuldigung, es ist schon ganz schön laut hier. Weil das nicht interessenorientiert? Ja, es ist nicht interessenorientiert. Es geht gar nicht darum, was der Mensch will und mit wem oder was er sich gerne beschäftigt, sondern es wird einem klar vorgegeben, du bist ein Mädchen, also hast du das und das zu tun und du bist ein Junge, also hast du das und das zu tun. Als Mädchen darfst du hübsch sein, nett sein, du darfst dich immer um alle kümmern, du darfst fürsorglich sein, du bist für die Familie da und als Mann verdienst du das Geld, du darfst nicht weinen, kleine Indianer weinen ja nicht und die spüren keinen Schmerz. Ja, und so kriegt man immer wieder mit Sprüchen in der Kindheit einfach schon gesagt, wie man zu sein hat und das ist dann Rollenbild. Okay, also diese Rollenbilder sind wenn ich es richtig verstehe, dann sind es Vorgaben, wie man sich verhalten soll, entsprechend dem Geschlecht, das man hat. Ja, genau. Ja. Ja, kannst du dir auch eine andere Entstehungsmöglichkeit vorstellen für solche Rollenbilder? Nee, eigentlich nicht, weil das ist Sozialisation und gesellschaftliche Normen und Werte. Ja. Also, wenn ich jetzt sagen würde, auf einer Skala von 1 komplett unsicher bis 10 absolut sicher, wie sicher bist du dir, dass diese Rollenbilder Vorgaben sind, die von außen vorgegeben werden? 11. 11 von 10. Super, das ist das Beste. Okay, das ist mir am liebsten. Könntest du dir könntest du irgendetwas erfahren, wo du dann ins Nachdenken kommen würdest und wo du sagen würdest, vielleicht sind diese Rollenbilder doch anders entstanden oder vielleicht haben die doch eine andere Begründung? Nee, eigentlich nicht. Es sind Männer, die das vorgegeben haben. Das sind Männer, die das vorgegeben haben? Ja, definitiv. Frauen durften bis 1918 nicht wählen. Frauen durften bis 1994 oder 96, tu mich nicht auf das Jahr festlegen, in der Ehe vergewaltigt werden. Frauen dürfen bis heute nicht über ihren Körper bestimmen und sagen, ob sie abtreiben wollen oder nicht. Also das geben ja Männer vor und keine Frauen. Wir würden solche Gesetze nicht machen. Du hast gerade jetzt Sachen aufgezählt. Frauenwahlrecht gibt es noch nicht so lange. Vergewaltigung in der Ehe war kein Straftatbestand und so. Und siehst du jetzt einen Zusammenhang zwischen diesen Dingen und diesen Geschlechterstereotypen, wie zum Beispiel die Farbe, die ein Baby dann trägt und die anderen Sachen, die du vorher als Rollenbilder aufgezählt hast? Na, es ist ja systemisch, es gehört ja alles zusammen. Also wir können ja nicht sagen, das eine existiert neben dem anderen, ohne dass da irgendwie eine Verbindung da ist. Ja, wir könnten jetzt ganz groß werden und darüber sprechen, was das Patriarchat ist. Es hört natürlich nicht beim Pink und Blau auf. Ja, es
geht halt auch darum, wie Macht ausgeübt wird, was Autorität ist, wie man Menschen überhaupt wahrnimmt, die anders sind. Ja, das ist ja ein ganz großes Thema im Patriarchat, dass eine klare Norm vorgegeben wird, wie man als Mensch zu sein hat, wie man als Mensch auszusehen hat, wie alt man sein soll, wenn man Kinder bekommt, dass man überhaupt Kinder bekommt irgendwie. Ich werde jetzt 40, ich habe mich gegen Kinder entschieden. Ich sehe nicht aus, als wäre ich 40, aber das ist halt mein Style. Aber damit trete ich halt aus der Norm raus. Ja, und ich kriege öfters schon mal gesagt, ja, wirst du dich in deinem Alter nicht anders verhalten? Und dann denke ich mir halt so, nö, möchte ich nicht. Ja. Weil ich feministisch bin. Ich bin halt die ich bin und ich möchte auch ausleben, wer ich bin. Und ich glaube, das Patriarchat verbietet Menschen auszuleben, wer sie sind und steckt sie halt einfach in klare Kategorisierungen rein, ja, sagt auch, wie dein Alltag aussehen, ja, also du bist viel wert, wenn du arbeiten gehst, wenn du dein Haus hast, wenn du deinen Hund hast, wenn du deine Frau hast, ja. Da kommt der Kapitalismus natürlich noch mit rein, mit dem Bild dazu, der uns das Ganze verkauft. Im Prinzip geht es beim Feminismus dazu und beim Wir ficken das Patriarchat, ja, tatsächlich einfach, dass wir uns alle befreien dürfen aus Rollenbildern, die uns zugeschrieben werden. Ja, seien das jetzt die Geschlechterrollenbilder oder seien das einfach die Rollenbilder, wie ich als Mensch sein möchte. Ja, ob ich anders bin, ob ich komisch bin, ob ich weird bin. Für mich ist es ganz wichtig, dass wir als Menschen unsere Weirdness einfach rauslassen und nicht verstecken müssen, wer wir sind. Ich höre auf jeden Fall raus, dass dir persönliche Freiheit sehr wichtig ist. Ja, definitiv. Ja. Ja. Wenn ich jetzt mal sage, stell dir mal vor, wir gehen jetzt einen guten Weg und machen jetzt positive Veränderungen, so wie du sie haben willst. Und dann ich weiß auch nicht, in einem Jahr oder in 5 oder in 10, so lange wie das halt dauert, stehen wir da und du sagst, jetzt ist die Welt besser geworden. Und du schaust zurück auf das, was du damals dazu beigetragen hast und du sagst, es ist gut, dass ich damals ... getan habe, weil dadurch habe ich meinen Teil dazu beigetragen, dass es jetzt besser ist. Was ist dieses ... Was hast du getan, wenn es so läuft? Ja, ich glaube, dass wir als Menschen uns immer weiterentwickeln können und es gibt keinen Punkt, an dem irgendwann mal ein Ende ist. Ja, wir dürfen einfach immer weitergehen. Was ich halt glaube, was ich auch mache, ist Menschen Wertschätzung zeigen. Ja, ich gehe raus, ich spreche Rente mit irgendwelchen Leuten, ich gebe den Komplimenten, ich höre ihnen zu, ich nehme sie wahr als Mensch, der da vor mir steht und stecke sie halt nicht in Vorurteile. Ja, also nur weil ein Mensch so aussieht, wie er aussieht, könnte ich natürlich jetzt in meine Vorurteilskiste gucken und sagen, der ist so und der ist ein Arschloch und die ist eine Bitch und was weiß ich nicht. Aber mache ich halt nicht, ja, weil ich kenne doch den Menschen nicht. Hast du weniger Vorurteile als andere Leute? Ich denke schon, ja. Woran merkt man das? Na, ich glaube einfach, dass ich sehr offen gegenüber Menschen bin, mit vielen Menschen mich unterhalte, dass ich mich bei unterschiedlichsten Menschen auch wohlfühle, dass ich meiner Meinung nach nicht in so einer Bubble lebe, wie das viele tun und meine Offenheit halt, dass ich wirklich versuche, den Menschen so zu begegnen, wie sie sind und halt sie kennenlernen will und sehen möchte. Cool, was meinst du mit, dass du nicht so sehr in der Bubble lebst wie andere Leute, Joe? Ja, ich meine, wir leben ja alle in der Bubble irgendwie, ne? Das ist ja klar. Keine Ahnung, ich kann dir das nicht sagen. Also natürlich lebe ich in der Bubble, aber ich schaue schon so, dass in meinem Freundeskreis sind wir nicht alle moralisch konform und haben nicht alle unbedingt die gleiche Meinung zu verschiedenen Themen. Und ich finde, das ist auch wichtig. Ja. Nice. Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist? Magst du noch was loswerden? Seid alle lieb zueinander. Spread the love. Okay, wunderbar. Danke dir. Danke dir. Bei uns gibt es heute noch Winter-DJs, heute jetzt hier noch Winter-DJs und eine Kühlfarm. Also genau, entscheidet euch für eine Option. Genau, und zum Abschluss möchte ich jetzt dieser Kraftbahn-Kino nochmal ein riesiges Danke an euch alle aussprechen. Danke, dass wir heute gemeinsam laut waren. Danke für euren Mut, eure Wut und eure Solidarität. Wenn ihr mehr solcher Inhalte sehen wollt, liked, kommentiert und abonniert den Kanal.